Hallo, willkommen bei This is My Architecture. Heute werden wir uns ansehen, wie HiResCam Step Functions verwendet. Florian, willkommen. Was macht HiResCam? Ja, hallo Daniel. HiResCam entwickelt und betreibt hochauflösende Webcams für Baudokumentation, Überwachung, Marketingzwecke, für Baustellen, Industriebauten. Und wir haben Kameras überall auf der Welt, die liefern in einer sehr hohen Auflösung Daten im S3 ein. Diese Daten, da passiert ein Lambda-Event-Trigger im S3 und dann wird eine Step-Function aufgerufen, die im Grunde alles, was wir jetzt hier sehen, aufruft und komplett abwickelt. Also die Daten kommen hier rein, die Step-Function wird aufgerufen und der erste Schritt in der Step-Function ist der Analysebereich hier. Und da macht ihr was mit Machine Learning. Was genau passiert da mit den Bilddaten? Genau. Im Analysebereich werden Lambda-Funktionen über die Step-Function aufgerufen im parallelen Prozess. Das heißt, es werden mehrere Lambda-Funktionen parallel aufgerufen, die auf verschiedene Machine Learning-Sachen zurückgreifen. Zum einen haben wir hier den AWS-eigenen Recognition-Dienst. Den nutzen wir zum Beispiel zur Szenenerkennung. Damit können wir erkennen, ob auf Bildern ob es schneit, ob es regnet, wie das Wetter ist, Sonnenaufgang, Sonnenuntergangsstimmung. Ist sehr interessant zum Beispiel für Marketingzwecke, weil man später einfach die Bilder filtern kann nach Labels, nach Stimmung und so weiter. Aber ein noch ganz wichtiger Bereich ist ein eigenes Deep Learning Framework, was auch über Lambda aufgerufen wird, indem wir Objekterkennung betreiben mit den Bilddaten. Wie entscheidet ihr, welchen der Dienste aufzurufen, oder werden die immer gemeinsam aufgerufen? Das ist eine gute Frage. Mit jeder Kamera, mit jedem Bild, was eingeliefert wird, wird eine Konfiguration mitgegeben an die Step-Function hier. Und anhand der Konfigurationsdaten, mit denen die Step-Function aufgerufen wurde, entscheidet dieser parallele Analyseblock, ob überhaupt in Recognition irgendeine Analyse der Bilddaten erfolgen soll. Wenn eine erfolgen soll, soll er auf Basis von Recognition erfolgen oder soll er nur auf Basis von einem eigenen Deep Learning Framework erfolgen oder soll er gar nicht erfolgen und wir gehen einfach direkt hier auf den Prozessbereich über, umgehen den Analysebereich komplett oder wenn wir den Analysebereich genommen haben, geht es dann hier in den Prozessbereich weiter. Wenn jetzt entschieden wird, aufgrund der Konfiguration, ihr wollt parallele Prozesse aufrufen, dann kann man auch Recognition und ML parallel aufrufen? Genau. Im Analyseprozess, weil ja an den Bilddaten noch nichts geändert wird, erfolgen diese Lambda-Aufrufe parallel. Das heißt, alle Dienste, die hinten dran sind, auch wenn die etwas länger brauchen, werden alle parallel aufgerufen. Und sobald wir Antwort von allen Diensten zurück haben, erst dann geht dieser Batch-Prozess wieder weiter. Aber diese Prozesse, die werden parallel abgearbeitet. Im Grunde wird in allen, im Analysebereich und im Prozessbereich und hinten im abschließenden Bereich sind alle parallel. Und innerhalb dieser Bereiche ist eben noch ein Choice, der feststellt, welche Parallelprozesse müssen aufgerufen werden und welche werden einfach geskippt. Eine Choice über Step Functions. Genau. Im Step Function ist ja eine Choice-Funktionalität drin. Ja. Anhand von Parametern man eben Variablen festlegen kann, ob ein Choice stattfindet, ob man in den nächsten Prozess geht oder nicht. Gut. Und dann erkennt ihr, was in den Bildern, welche Szene, welche Objekte da drin vorhanden sind. Und diese Details werden dann weitergeleitet an den Prozessschritt, ja? Genau. Im Prozessbereich werden dann die Bilddaten genommen und anhand der Konfiguration werden dann zum Beispiel Bilder rotiert, es werden Farbanpassungen vorgenommen, es werden Verpixelungen von kritischen Bereichen vorgenommen, die nicht auf den Bilddaten erscheinen sollen. Und darüber hinaus, über die festgelegten Parameter, die hier oben in der Step-Function mitgegeben wurden, werden die Informationen, die im Recognition- und Deep Learning-Bereich eingeholt wurden, die ganzen Labels, die ganzen Informationen, die dort erfolgen. Die Metadaten hiervon werden auch weitergereicht in diesem Prozessbereich und dort werden dann zum Beispiel Objekte gezielt verpixelt oder ausgeschnitten oder also diese Sachen aus dem Analysebereich werden in dem Prozessbereich dann auch mitverarbeitet. Und im Prozess, diese verschiedenen Funktionen, die es da gibt, das sind alles separate Lambda-Funktionen, die auch wieder parallel aufgerufen werden. Genau, also diese ganze Architektur, so wie sie ist komplett serverless, weil sie eben nur auf Lambda-Funktionen und auf Amazon eigenen Diensten basiert. Auch hier sind diese Prozesse wieder parallel. Neben der reinen Verpixelung und Bearbeitung der Bilddaten findet dann auch noch eine Deep Zoom-Aufteilung in Kacheln dieser Bilddaten statt. Diese Bilddaten, die hier eingeliefert werden,
haben teilweise Auflösung von 20 bis 40 Megapixel, sind damit sehr groß und auf mobilen Endgeräten auch nicht darstellbar oder nur mit einer sehr hohen Bandbreite und mit langen Ladezeiten. Deswegen wird hier auch mit einer Lambda-Funktion wird ein Deep Zoom-Bild generiert. Das heißt, ein Bild wird in bis zu 200 Kacheln zerlegt und diese 200 Kacheln und alle Bilddaten, die hier dann geändert wurden und die neuen Bilder kommen dann wieder und werden hier im S3 dann abgespeichert. Okay, das heißt, da haben wir viele verschiedene Bildverarbeitungsprozesse, die parallel stattfinden, inklusive dem Deep Zoom. Wie werden die dann wieder zusammengeführt, um in den nächsten Schritt zu gehen? Genau, also die rein gewonnenen Bilddaten, Kacheln, die geänderten Bilddaten und so weiter sind ja relativ große Objekte, sind ja Bilddateien. Um mal so einen Anhaltspunkt zu geben, wir haben ungefähr 2 Millionen S3-Transaktionen, S3-Objekte, die wir am Tag verarbeiten. Die gehen alle hier rein. Und die Informationen, die Metadaten, die Labels aus dem Recognition und aus den Lambda-Funktionen, die davor gelaufen sind, Extrahieren von EXIF-Daten aus Bildern und so weiter. Diese Metadaten werden als JSON-Objekt innerhalb der Step-Function an die nächste Lambda-Funktion weitergegeben für den finalen Step. Das heißt, die Bilddaten werden in S3 gespeichert, die großen Objekte, und die Metadaten werden dann weiterverarbeitet zur Speicherung. Genau. Im letzten Schritt sind auch wieder parallel laufende Lambda-Funktionen. Der Prozess ist abgeschlossen, die Bilder sind analysiert, die Bilder sind gespeichert. In dem Moment, wo die analysiert und gespeichert und verarbeitet sind, sind wir eigentlich fertig. Jetzt müssen wir aber natürlich noch die die Metadaten, die wir haben, in Datenbanken speichern. Und da haben wir zum einen DynamoDB-Datenbanken, die wir benutzen. Und auf der anderen Seite haben wir noch ADS-Datenbanken. Hier werden diese Metainformationen reingespeichert. Und nach Abschluss der ganzen Geschichte gibt es noch eine SNS-Short Notification. Die kann dafür verwendet werden, wieder eine SQS oder weitere Sachen anzusteuern oder andere Prozesse, die dann darüber informiert werden, dass der Prozess für dieses Bild abgeschlossen ist. Super, das ist eine sehr interessante Architektur. Florian, vielen Dank, dass du uns das gezeigt hast, wie ihr mit Step Functions eure großen Bilder verarbeitet. Vielen Dank, dass ihr euch This is My Architecture angesehen habt.